Als ich noch ein jüngeres Kind war, hatten die Eltern unserer Zeit im Prinzip nur eine Entscheidung zu treffen. Kriegt mein Kind eine PlayStation 2 oder eine der Nintendo-Konsolen? Doch es gab noch eine dritte Möglichkeit für Eltern, die den Allmanometer wirklich hochschrauben wollten. Der VTech V-Smile. Das V-Smile erschien 2004 und war eine Konsole, die sich vor allem an 3- bis 6-jährige Kinder richtete. Hergestellt wurde es von der neuseeländischen Firma VTech. Die stellen generell eine ganze Menge Produkte für Kinder her und verfolgen dabei das Konzept, eine vorhandene Sache wie zum Beispiel Kameras zu nehmen und diese eben kinderfreundlich zu machen. So haben sie damals also das Konzept der Konsole genommen und auch dieses für einen jüngeren Markt zugänglich gemacht. Um sich allerdings im damals bereits gefestigten Markt durchzusetzen, war natürlich eine klare Vermarktung wichtig. Und so setzte VTech vor allem auf Lernsoftware mit Figuren aus bekannten Kindersendungen. Die Kinder sollten spielerisch lernen, Logiken in verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Und das machte die Konsole attraktiv für Eltern. Ich meine, wer braucht schon das, wenn man das haben kann? Sorry Mario, aber deine Karriere wurde beendet. Aber ehrlicherweise muss man sagen, die Konsole wurde echt schlau vermarktet. Das fängt schon beim gesamten optischen Design an. Alles bestand aus Plastik und die Konsole nutzte Cartridges als Format, damit kleine Kinder nicht so schnell kaputt machen können. Gesteuert wurde mit Arcade-artigen Joysticks und dicken Buttons so simpel wie möglich und auch unter der Haube geht es dementsprechend weiter. Während die anderen Konsolen der Zeit längst dabei waren, die dritte Dimension zu perfektionieren, setzte das V-Smile noch auf eine Hardware-Leistung, die mit dem Super Nintendo zu vergleichen ist, wo ja noch alles über Sprites gelöst wurde. Mag rückschrittig wirken, aber mehr war nicht nötig und auf diese Weise konnte man die Kosten der Konsole möglichst gering halten, was sie nochmal zusätzlich attraktiver für Eltern machte. In der Lebensspanne des V-Smiles gab es wie bei jeder Konsole diverse Revisionen, die sich alle ein wenig vom Original unterschieden. Wie zum Beispiel das V-Smile Pocket. Das ist im Prinzip eine Handheld-Version des ursprünglichen V-Smiles. Da waren die Leute von VTech auf jeden Fall Füchse und haben gesehen, ja, das läuft gut, ja, machen wir das auch. 2007 und 2008 erschienen dann jeweils noch neuere Versionen dieser Handhelds, um mit dem DS und der PSP konkurrieren zu können. Diese haben aber nur unbedeutsame Dinge wie Mikrofonsupport hinzugefügt und boten ein optimierteres Design. 2006 kam außerdem noch eine V-Smile-Variante raus, die sich wirklich primär an Babys richtete und auch dementsprechend aussieht. Ansonsten erschien auch noch eine neuere Version des Standard V-Smiles namens PC PAL, die sich vor allem auf den Umgang mit einer Tastatur konzentrierte. Und dafür waren dann halt auch Lernhilfen in diese Richtung mit dazu gebundelt. Außerdem erschien 2008 mit der V-Motion eine neue Variante des V-Smiles, die direkt mit der Nintendo Wii konkurrieren sollte. Diese Revision des V-Smiles konnte Bewegungen erfassen und gewann dafür sogar den Creative Child 2008 Seal of Excellence. Und dieses Siegel ist mittlerweile tot. What the fuck? Was ist das für eine Website? Darüber hinaus erschienen für das V-Smile noch diverse Accessoires, die sich alle auf bestimmte Lernbereiche konzentrierten, doch im Grunde nichts an der Konsole selbst veränderten. Doch es dauerte nicht lange, bis Konkurrenz kam. Die Firma Leapfrog stellte ziemliche Rip-Offs der V-Smile-Produkte unter dem Namen Leapstar her. So stand V-Smile also im ständigen Konkurrenzkampf mit Leapfrog und war dadurch gezwungen, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Diesen Konkurrenzkampf gewann das V-Smile zwar, aber Leapfrog wird ihnen sicherlich Marktanteile weggenommen haben. Doch wisst ihr was? Am Ende sind die Spiele, die Software das Entscheidende. Schauen wir uns also an, was das V-Smile dahingehend zu bieten hatte. Okay, das ist tatsächlich ganz nett. Cock. Was? Das ist kein Soundeffekt oder so, den ich eingebaut habe. Das kommt so im Spiel vor. Was zur Hölle? Choose the correct color piece to fix the bridge. Red, rojo. Okay, das war einfach, aber in Ordnung. Winnie Pooh möchte eine Party für seine Freunde geben. Leider hat er nicht genügend Honigtöpfe. What the fuck? Sein ganzes Haus ist voll damit. Hallo, ich bin's, Winnie Pooh. Hilfst du mir, Honig zu finden? Nein. Ja, die Spiele waren leider Meisterwerke.
Doch trotz allem haben sie ihren Zweck erfüllt und der Erfolg, den der Kasten seinerzeit hatte, gibt VTech ja irgendwo recht. Doch warum ist das Wiesmal dann gestorben? Warum ist es in der Versenkung verschwunden und VTech spielt im Markt keine Relevanz mehr? Nun, kurzfristig konnte das Wiesmal Erfolge feiern, aber sein größter Selling Point wurde ihm leider zum Verhängnis und hat es schließlich zerstört. Denn zwar richtete sich das Wiesmal an Kinder und machte so seine Verkaufszahlen, aber Kinder werden älter. Und wo andere Konsolen wie die PlayStation 2 von 0 bis 18 Jahre plus hoch für jede Zielgruppe was im Petto hatten und den jungen Kindern erlaubten, mit der Konsole zusammenzuwachsen, war das Wiesmal für immer in seiner eigenen, kinderfreundlichen Blase gefangen, in der es die Kinder einschränkte, sich zu entwickeln. Die Berichte der verschiedensten Institute, dass die Wiesmal-Spiele rein gar nicht die geistige Entwicklung der Kinder unterstützen, halfen dabei auch nicht gerade sehr. Und der Wechsel zum Smartphone-Markt hat dem Wiesmal zusätzlich auch noch zu schaffen gemacht. Und so hat sich die Konsole schließlich durch ihr eigenes Konzept ein Grab geschaufelt. Über das Wiesmal zu sprechen war tatsächlich ziemlich nostalgisch für mich, da ich selbst damals auch ein Kind war, was unbedingt einen haben wollte, nachdem ich Mickey's Magical Adventure bei einem Kindergartenkollegen von damals spielte. Doch leider bekam ich nie einen und ich denke, rückblickend sollte man wohl nicht allzu traurig darüber sein. Aber wie war das bei euch? Hattet ihr das Wiesmal oder generell irgendwelche Lernspiele damals? Wenn ja, schreibt gerne was dazu in die Kommentare. Wäre cool, da ein paar interessante Dinge zu lesen. Doch Freunde, das war's soweit von mir und bis zum nächsten Mal. Smile. Es ist ein echt würdiger dritter Teil.